Hallo allerseits. Was ist der Plan heute? Der Plan ist, dieses Eden Canso Messer ist gekommen mit einem 20er Schliff. Den habe ich ein bisschen verfeinert und bin dann auf, ich glaube, 75 Best gekommen. Wir werden das gleich nochmal messen, bevor ich anfange. Wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe von ein paar Schleifern oder solchen, die es werden wollen. Und da sind Leute dabei, die besitzen Messer, da träume ich nicht mehr von. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch gar nicht so ein Messerverrückter, sondern ich bin eher ein Schleifverrückter. Also, wie gesagt, Umschleifen eines Eden Canso, übrigens für Linkshänder, weil ich bin Linkshänder und das werde ich auch benutzen, ja, also deswegen, ja. Die Jungs bei uns haben ein bisschen Angst, dass das nicht gescheit klappen könnte auf einer Tormek, aber da will ich denen jetzt das Gegenteil beweisen und ich hoffe, ich habe recht. Also lasst uns einfach mal loslegen. Ganz zwanglos gehen wir erstmal kurz dazu über, das Messer kurz zu messen und dann baue ich die Kamera um und errechne kurz mit der Software, was zu tun ist. Das kann ich übrigens auch mal mit einblenden, dass ihr mal seht, wie ich da vorgehe. Also jetzt schön eins nach dem anderen. Jetzt messen wir erstmal. Dazu muss ich aber die Kamera ein bisschen runterstellen. Hier habe ich meinen Best Schärfetester und wie immer, um hier immer eine gleichmäßige Spannung auf dem Faden zu haben, benutze ich meine Eigenkonstruktion. Das ist ein 100 Gramm Gewicht und das ist eine Klammer mit einem Magnet. Und da kann ich jetzt einfach den Faden, oh, ich brauche doch ein bisschen mehr Licht, Leute, das ist mir ein bisschen zu dunkel, ich sehe den Faden nicht. So, eine Klammer mit einem Faden, mit einem Magneten dran und da klammere ich jetzt den Faden hier ein. Tue das hier über die Tischkante machen, lasse das praktisch frei hängen an dem Magnet und jetzt kann ich festziehen. So tue ich zumindest mal eine Fehlerquelle ausradieren, sprich mein Faden wird immer gleich gespannt sein. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, was das Messer denn für eine Bestschärfe hat. Machen wir noch ein Lichtchen an. So, setzen wir hier ein. Das ist die aktuelle Schärfe. Ja gut, ich habe schon ein paar Mal benutzt. Das hatte mal 75. Aber ja, das ist trotzdem immer noch ziemlich scharf. Für Leute, die das nicht glauben, dieser übliche Papiertest, ne? Klar. Also das geht wirklich ohne jedes Ruckeln. Ne? Ich habe das, glaube ich, auch schon gezeigt mit, das kann ich auch mal noch kurz machen, mit Zigarettenpapier. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, ab da wird's ein bisschen schwierig, weil Zigarettenpapier, das kann nicht jeder. Ich hoffe mal, dass es funktioniert noch. Ja, das schneidet eigentlich noch ganz gut. So, also, jetzt baue ich kurz die Kamera um, dann zeichne ich euch noch mal meinen Bildschirm mit auf für die Rechnungen, die ich mache bezüglich der Einstellungen der Toolbar an der Tormek. Bis gleich. Also, ich muss jetzt mir erstmal einstellen, meine Software, beziehungsweise dass ich die Höhe der Toolbar an der Tormek praktisch richtig einstellen kann, um die Gradzahl zu kriegen. Also, was habe ich? Ich habe eine Werkstücklänge von 150. Dann will ich 12 Grad haben. Die Dicke hinter der Schneide war 0,4 mm. Und dann klicke ich hier und dann habe ich 173,45. Das ist allerdings mein 400er. 173,45. Das gleiche gilt auch für das 1000er. 173,45. Und jetzt muss ich für das
160er habe ich einen anderen Durchmesser, das sind nämlich 250,4. Da muss ich hier nochmal durchgehen, dann habe ich 173,94. 173,94. Mein Rockhard Filzrad, das hat einen Durchmesser von 251 mm. Dazu muss ich jetzt aber auf die Frontal Vertical Base Software, weil das mache ich ja von der Front Base aus. So, 251 sind eingestellt, 150 ist meine Werkstücklänge, meine Schneide sind 12, das heißt, ich gehe über das Filzrad mit einem 12,5. Ein kleines bisschen mehr, weil dann kann ich ganz sicher sein, dass jeglicher Grad vorne abgenommen wird. Und die Schneide ist 0,4. Und dann Enter drücken, dann habe ich 99,21 auf dem Filzrad. 99,21. Dann mein 5 Mikron Paper Wheel. Für die Paper Wheels habe ich hier eine eigene Software. Einmal links, einmal rechts. 5 Mikron ist die rechte Seite. Da ist voreingestellt der Durchmesser des Rades schon, weil der bleibt immer gleich. 150er Werkstücklänge. Jetzt gehe ich wieder auf meinen normalen 12er Winkel. Und jetzt kann man übrigens vielleicht mal sehen, ich hoffe, ihr seht das softwaretechnisch, denke ich mal schon. Ich habe 70,95, wenn ich hier eine 1 drin stehen habe. Ich habe aber eigentlich 0,4. Das sind 72,46. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied. 72,46. Vorher waren es 70,90. Ja? Das sind also 1,5 mm Unterschied in der Höhe und das macht natürlich auch was aus. So, das linke mache ich auch gleich noch. 150, 12, 0,4 Calculate, das sind 81,12. Weshalb sind da 9 mm Unterschied? Ganz einfach. Für das Paper Wheel muss man ja die Abstände messen, von der Auflage zur Welle und die Höhe. Und wenn ihr mal genau schaut, hier habe ich bei dem rechten 89, aber bei der Entfernung zur Welle habe ich 136, währenddem ich hier nur 125 habe. Aus dem ergibt sich der Unterschied. Einmal muss ich 81 hoch sein und das andere Mal muss ich 72 hoch sein. Das ist diesem Wert geschuldet, die 136 und 125. Das ist 1 cm Unterschied, was der Wellenabstand betrifft. Das äußert sich natürlich in 9 mm Höhe, also das passt schon zusammen. So, dann sieht das am Schluss so aus. Habe ich das? Ja, so. Da habe ich jetzt meine Maße. Ich stelle jetzt schon mal einiges vorein, dass ihr nicht noch gucken müsst, wie ich jetzt die Höhe auslote und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Ich baue die Kamera um und dann passt das. Also legen wir einfach los, ohne Angst. Und schauen wir mal, ob wir das auf den 12er Winkel kriegen. So, von der Seite auch nochmal. Und in der Einstellung seht ihr eigentlich auch sehr schön den Wasserfluss. Hier vorne lässt es jetzt ein bisschen nach, also hebe ich hinten ein kleines bisschen an. Dann habe ich sehe immer an der Menge vom Wasser, ob ich genug anhebe. Wenn das in etwa gleich ist, dann weiß ich genau, ich habe genug angehoben. Hier sieht man so schön, ne? Von hinten nach vorne schön gleichmäßig. Hier hoffe ich dasselbe. Ich habe es noch gar nicht so kontrolliert. Auch hier einwandfrei.
So, also scharf fühlt sich ja mal an. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal den Stein wechseln. Übrigens, ich werde immer wieder gefragt, und es ist einfach Fakt, weltweit der einzige, der CBN-Räder oder Diamanträder anbietet für die Tormek, die nass geschliffen werden dürfen, ohne Fluid, sondern einfach nur mit normalem Wasser. Das ist knifegrinders.com.au und es gibt sonst keinen. Ich habe alles gecheckt, vergesst es, nur mit Fluid. Und wenn ich das mit Fluid mache, stopp, oh, fast hätte ich einen Fehler gemacht. Ich muss das Rad ein bisschen runterstellen, weil ich habe ja hier ein anderes Maß. Hier ein Finger drauf, weil da ist die Höhe praktisch. Das hier drüben juckt mich überhaupt nicht, weil hier nehme ich die Höhe ab und das nivelliert sich von ganz alleine. Okay, so, ein Zug in jede Richtung. Und das war, obwohl halt bei dem Messer, bei so einem harten Stahl, ich mache 2 Züge, aber mehr mache ich nicht. Nee, ich mache nur einen, so wie Vadim das gesagt hat, ein Zug und gut ist. Einmal. Zweimal und Radwechsel. Das ist jetzt ein 1000 Grit CBN Rad. Da gibt es jetzt praktisch den metallischen Feinschliff. Hier brauche ich jetzt nichts verstellen, weil mein 1000er und mein 400er Rad, das haben den gleichen Durchmesser. Bis auf 0,1 mm. Aber das ist einfach der Körnung geschuldet. Eine 1000er Körnung ist halt ein bisschen weniger hoch wie eine 400er. Und ein Zug in die andere Richtung. So, das soll es gewesen sein auf den CBN-Rädern. Jetzt gehen wir aufs Rockhard Filzrad. So, hier wieder ganz wichtig, die richtige Höhe einzustellen. Weil was ich ja bezwecken will mit dem Rockhard Filz, der ist übrigens mit 1 Mikron Diamant beschichtet, beziehungsweise besprüht. Das sieht so aus. Das Filzrad bekommt ihr genau in der Ausführung im Shop von Mototechnica. Genauso das Diamantspray. Das verlinke ich euch unten rein, da könnt ihr euch das mal anschauen. Ich weiß, es ist nicht billig, aber er ist der Einzige, der das ad hoc so anbieten kann. Du kannst dir das in jedem Filzwerk machen lassen, aber ich denke mal, er hat das vielleicht sogar auf Lager. Und da kriegst du gleich eine 12er Bohrung rein für deine Tormek.
Und wenn du dann das 1 Mikron Diamantspray da drauf machst, da bist du echt auf der sicheren Seite. So, was ich jetzt machen werde, ich muss die Schneide mal noch ein bisschen reinigen. Ja, so. Ja, die sieht aber von hier oben sieht sie zumindest mal gut aus. Wie sieht denn das da unten aus? Ah, vergiss es. So, hier gehe ich so dreimal gehe ich in jede Richtung drüber, aber ohne Druck. Ich tue es einfach drüber laufen lassen. Hier machen, wie gesagt, jetzt die 1 Mikron Diamanten machen jetzt ihre Arbeit. 1 Mikron Diamant dürfte etwa 4.000 bis 5.000 Grit entsprechen. Da streiten sich die Geister immer ein bisschen. Ich habe halt festgestellt, es ist optimal zum Entgraten. Und ich mache schließlich jetzt hier nichts anderes, als vorne diesen Mikrobart zu killen, sozusagen. Meine Schneide läuft vorne ein bisschen schmal aus, da hätte ich gern ein bisschen weiter anheben dürfen, so wie ich das sehe. Aber das juckt mich jetzt im Moment nicht. Das soll mein All-Day-Messer geben. Weihnachtsgeschenk meiner Frau, habe mich sehr darüber gefreut. So, das war's mit dem Rockhard. Und jetzt gehen wir gleich rüber auf das 5 Mikron Diamantrad, Papierwheel. Das nehme ich jetzt mal eben nicht auf, weil ich lasse die Kamera da stehen, weil ich will gleich nochmal übers Leder. Ich muss mal ganz kurz zwischendrin was umbauen. Das freut die Kollegen, weil die behaupten, das ist super, wenn du harten Stahl hast. Und zwar mache ich das runter und mache mal mein Dreckspatzrad drauf. So, das ist beschichtet mit Chromiumoxid. Du kriegst immer, das geht schon los, hier, scheiß dreckige Finger und alles, wo du dran kommst, ist grün. Und aber laut meinen Kollegen in unserer WhatsApp-Gruppe ist das bei harten Stellen das Nonplusultra und das will ich jetzt wissen. Einmal bin ich schon drüber gefahren, jetzt fahre ich hier noch zweimal drüber mit dem Chromiumoxidrad. Das habe ich übrigens, also das Chromiumoxid, das hat ja normalerweise 3 μ, glaube ich, oder sowas. Also 0,3 Mikron, so. Und da bin ich hergegangen und habe das ein bisschen vermischt mit 0,5 Mikron Diamantpaste. Fragt mich bitte nicht wieso. Ich hatte so eine Idee. Und das ist bei mir immer so eine Sache, wenn ich eine Idee habe, dann probiere ich es halt einfach aus. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich mal so einen Livestream machen würde mit 2, 3 Kameras, wo man einfach von vornherein die ganze Vorbereitung alles mitsieht. Kann man auch Kommentare dazu schreiben etc. Schreibt es mir gerne mal rein. Wenn das mehrere Leute interessiert, dann mache ich das auch mal. Ich möchte es aber nicht für mich alleine machen, ganz ehrlich. So, aber die Schneide sieht schon wirklich not too bad. Man sieht das auch an den ganz feinen Härchen, die da hochkommen. Das ist ein gutes Zeichen, dass man genau den richtigen Schleifwinkel hat. Ja, also die Schneide sieht schon ziemlich glänzend aus.
So, einmal noch und dann war es das. Dann gehe ich noch über das 0,5 Mikron und dann gehen wir auf den Best-Tester. So, Freunde, dann muss ich mal ganz kurz die Kamera umbauen. So, last but not least gehen wir noch ein letztes Mal hier über das 0,5 Mikron Papierwheel. Und noch einmal in die andere Richtung. So, das war's. Unser Messer ist fertig. Ich mache sauber, baue die Kamera um und dann treffen wir uns am Best-Tester. Okay, dann kommen wir mal hierzu. Messer habe ich sauber gemacht. Und jetzt bereite ich mir kurz den Best-Tester vor. Wo habe ich meine Klammer? Ah, neben mir steht sie, alles klar. Pack die Klammer, gehe hier rein, lass das hängen. Zack. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ich muss das mal kurz ein bisschen ausrichten hier. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Tara drücken und ab dafür. Na komm, geh rein. Hier ist er drin. So, jetzt habe ich hier 90 Bess. Und jetzt will ich versuchen, ob ich mal noch kurz übers Leder gehe und dann komme ich wieder. So, jetzt bin ich nochmal übers Leder und jetzt schauen wir mal, ob das an den 90 Bess noch was verbessert hat. Ich gehe eigentlich stark davon aus, aber wie gesagt, ich habe noch nie so ein Messer geschliffen mit Kohlenstoffstahl. Das ist mein erstes. Und ich glaube, da muss ich mir auch erstmal noch eine Schleifroutine dafür erstellen, was ich wie wo mache. Vielleicht müsste ich öfter über den 400er oder öfter über den 1000er gehen, keine Ahnung. Kommt Zeit, kommt Rat. Aber eine Gillette Rasierklinge hat 50, ich habe 55. Da bin ich jetzt also nicht beleidigt dagegen, sage ich mal. So, und dann schauen wir uns das mal noch mit ein bisschen Papier an, mit Zigarettenpapier. Ach, übrigens, dieser Quercut, das soll, glaube ich, der schwierigste sein. Das probiere ich jetzt einfach mal. Ups. Machen wir hier noch. Ups. Das sieht man gar nicht. Was so ein Scheiß. Hier. Ich glaube, das sagt alles. Ah, Leute, das Ding ist scharf. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Macht's gut.